Hallo und herzlich willkommen heute zum Thema KI. Was ist das für euch? Was ist das für uns? Das wollen wir uns mal angucken. Für uns Konstrukteure. Was bedeutet das? Es ist in allen Medien. Was bedeutet das für die Produktentwicklung? Was denkt ihr? Wir schauen uns an, was ist KI und was ist der aktuelle Stand zum Thema KI in der Produktentwicklung. Was kann man so sich vorstellen? Es ist ja so, dass überall Vermutungen angestellt werden. Jeder denkt sich, das könnte passieren, das könnte passieren. Es ist ja noch nichts wirklich fest. Es entwickelt sich erst so ganz langsam, aber trotzdem viel, viel schneller als andere. Und es stellt sich auch die Frage, macht KI wirklich überall Sinn aktuell? Es gibt viele Bereiche, wo man es schon einsetzen kann, aber Produktentwicklung ist ein ganz spezieller Bereich. Da wollen wir uns mal drüber Gedanken machen. Und bevor wir richtig anfangen, möchte ich noch den VDI zitieren, Verband Deutscher Ingenieure. Da gab es auch mal einen sehr interessanten Beitrag zum Thema KI, möchte ich vorlesen. Künstliche Intelligenz, Potenziale verantwortungsvoll nutzen. Künstliche Intelligenz gewinnt zunehmend an Bedeutung, beeinflusst immer mehr Bereiche des täglichen Lebens. Die rasante Entwicklung der KI birgt enorme Potenziale, weckt Hoffnungen, Erwartungen, entfacht aber auch Sorgen und Ängste. Technische Systeme mit künstlicher Intelligenz werden in den nächsten Jahren erheblich an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen. Verantwortlich hierfür ist die ständig zunehmende technische Leistungsfähigkeit, die Fähigkeit von KI, sich kontinuierlich an neue Umgebungen anzupassen und eigenständig weiterzuentwickeln. Viele Bereiche des täglichen Lebens werden sich hierdurch nachhaltig verändern oder haben sich bereits verändert. Ingenieure und Informatiker spielen deswegen bei Design, Entwicklung und Anwendung von technischen Systemen mit künstlicher Intelligenz eine zentrale Rolle, die mit einer großen Verantwortung einhergeht. Denn die rasante Entwicklung der KI schürt auch Ängste und Unsicherheit. Haben Ingenieure und Informatiker die künstliche Intelligenz im Griff? Reichen bestehende Normen und Gesetze aus, um den Kontrollverlust zu vermeiden? Nun, da werden viele Sachen angesprochen. Die Fähigkeit, sich selbst weiterzuentwickeln, anzupassen der KI und die Rolle des Produktentwicklers und ob wir die KI im Griff haben oder uns vielleicht irgendwann die KI, das ist natürlich, kann alles nur Vermutung sein, ist eben auch hier mit Fragezeichen versehen. Interessant. Nun, in dem Beitrag wird auch davon gesprochen, rasante Entwicklung. Was heißt rasant? Das könnte man ja eigentlich in dem Bereich Technik nicht ganz so arg. Wird zwar alles immer schneller, aber ich möchte mal einen Vergleich machen, zum Beispiel zum Thema Industrie 4.0. Der Begriff bedeutet ja Digitalisierung, Automatisierung von Produktionsprozessen, von den ganzen Abläufen. Und der läuft zwar auch noch nicht so lange und hat auch schon viel bewirkt. Zum Beispiel 2011 wurde das erste Mal auf der Hannover Messe, auf der HMI verkündet, dieser Begriff, und wurde seither immer weiterentwickelt. Es gibt Konzepte bis 2030, wie die Entwicklung dann weitergehen wird. Das heißt, es ist eigentlich ein schneller Prozess, aber doch über mehrere Jahrzehnte gehend strengend. Und wenn man sich das überlegt, denke ich, wird sich KI viel, viel schneller entwickeln, viel, viel größeren Einfluss haben auf die Bereiche Industrie- und Produktentwicklung als dieses Industrie 4.0. Nun, Grundsätzliches zur KI möchte ich hier mal kurz zusammenfassen. Viele von euch sind sicherlich schon KI-Experten, haben das schon auf anderen Kanälen gehört, aber ich möchte noch mal ganz kurz das zusammenfassen. KI gibt es schon länger, gibt schon eigentlich ziemlich lang. 1956 wurde von John McCarthy der Begriff Künstliche Intelligenz erwähnt. Nun, was macht eine KI? Zum Beispiel eine textbasierte KI. Man gibt ihr Daten ein, sie verändert sie und gibt wieder was Neues aus. Also was heißt verändert? Das heißt, sie nimmt diesen Text, unterteilt es in kleine Bereiche. Einen Text kann man unterteilen in Sätze, in Wörter, in Satzzeichen, Sonderzeichen etc. Diese Unterteilungen werden Tokens genannt. Diese Tokens werden umgerechnet in Zahlen. Und dann nimmt eben die KI diese Zahlen, rechnet sie nach einer Wahrscheinlichkeit um. Das heißt, nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit gibt es dann eine Information für die KI und aufgrund dieser Wahrscheinlichkeit setzt es wieder zusammen und vom Satzzeichen zum Wort, zum Satz, zum Text. So entsteht im Groben, natürlich gesagt, ein Satz aus der KI.
Nun ein textbasiertes KI-Tool, das wohl alle hier kennen, ChatGPT. Und ich habe ChatGPT mal gefragt, was ist ChatGPT? ChatGPT ist ein von OpenAI entwickeltes KI-Modell, genauer gesagt ein Sprachmodell auf Basis von GPT. Generative Pre-trained Transformer. Nun, da sind wir schon beim Wort Generative Pre-trained. Pre-trained, das heißt, alles, was man vorher reingibt, das bestimmt eigentlich das Ergebnis am Schluss. Je mehr ich reingebe oder je nachdem, welche Qualität die Informationen haben, desto ist dann eben das Ergebnis. Daraus baut sozusagen die KI ihr Ergebnis auf, aus der Menge und aus der Qualität dieses Pre-Trains, dieser Information. Denn das heißt, KI kennt nicht alle Wissensdatenbanken, kennt nicht alles. Man denkt sofort vielleicht, KI kennt alles, jetzt kann ich alles fragen. Nein, die KI kennt nur das, was man ihm beigebracht hat. Deswegen heißt es nämlich auch Generative Pre-Trained und nicht AGI. Das, was man denkt, ist eine Artificial General Intelligence, die sich sozusagen selbst weiterentwickelt und ihr Wissen sich selbst aneignet. Aber da gibt es gerade Informationen, dass es in der Mache sei, aber wann es rauskommt und so weiter. Da gibt es ganz viele Informationen im Netz, ganz viele Vermutungen, aber eine AGI ist meines Wissens nicht konsistent oder gerade da. Wir arbeiten noch mit Pre-trained Modellen. So, wir sind Konstrukteure. Wenn wir uns jetzt den Bereich Produktentwicklung anschauen, was könnte denn da interessant sein? Daten, welche Daten könnte man der KI geben? Nun, alles, was man bisher konstruiert hat, was man bisher gemacht hat, das sind 3D-Modelle, das sind vielleicht Zeichnungen. Alles könnte man reinbringen in dieses System, aber hängt natürlich von der Firma ab, könnte natürlich auch von der Menge her nicht so viel sein, was dann am Schluss die KI in ihrer Wirksamkeit beschränken kann. Wir hatten es ja gerade von der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, und was natürlich da ist, in eine offiziell verfügbare KI würde ich diese Daten natürlich nie geben. Das sind ja höchst sensible Daten, das ist ja das Wissen eines Unternehmens. Das heißt, man braucht eine eigene KI, man braucht eine eigene Hardware, wo man das aufsetzen kann. Man braucht sozusagen auch hier spezielle Hardware, die muss gesichert sein, also auch Aufwände für die IT. Nun zum Thema Daten, welche Daten kann ich an eine KI weitergeben? Da gibt es aktuell im Vergleich zum ChatGPT, was ja auch so auf Text basiert, da gibt es verschiedene Modelle, die werden immer mit Zahlen benannt. Das aktuell ist GPT 3.5 für jeden kostenlos zur Verfügung und im Paid-Bereich geht es da schon bis 4. Und ich habe eine Datenmenge gefunden zu GPT-3, also einem älteren Modell, aber das ist auch schon immens. Da heißt es, 570 GB Text wurden da in das Modell eingegeben. 570 GB Text. Kann man sich vorstellen, Text verbraucht nicht viel Speicherkapazität und dann sind es 570 GB, also das ist eine Riesenmenge. Ich denke, von der Menge her, einfach von der Verarbeitung her, wie viel kann ein Unternehmen da reinbringen? Das muss eben jedes Unternehmen selber wissen, ob das sich lohnt. Denn wenn zu wenig Daten drin sind, kann man sich vorstellen, Wahrscheinlichkeitsrechnung wird dann nicht immer funktionieren. Im ChatGPT-Bereich spricht man auch von Halluzinieren. Also wenn sozusagen die Antworten völlig daneben sind, wenn sie falsch sind, wenn sie gar nicht sinnvoll sind. In dem Bereich, sagt man, ist das Modell noch nicht richtig trainiert. Halluzinieren könnte sozusagen dann auch oft passieren, wenn zu wenig Daten von Firmen eingegeben werden. Nun wieder, was sagt man zu KI im Allgemeinen? Was kann KI den Menschen geben? Da sagt man, KI kann ja den Menschen Dinge abnehmen, die für ihn immer wiederholend sind. Immer wieder gleich, immer wiederholend und er sich manchmal gelangweilt fühlt oder es einfach nicht anspruchsvoll ist. Diese Dinge könnte eine KI definitiv abnehmen. Sie immer wiederholende, gleiche Tätigkeiten. Und hier im Produktbereich setze ich noch eins drauf. Die KI könnte dem Entwickler, dem Konstrukteur was abnehmen, was viel mit Dokumenten zu tun hat, was mit Texten zu tun hat, also Normen, irgendwelche Normen prüfen. Also sozusagen alles alle Dinge, die nicht mit Kreativität, nicht mit Ideen, mit Konzepten zu tun haben. Wie seht ihr diese Möglichkeit? Wie findet ihr das, wenn der Konstrukteur entlastet wird, wenn ihr entlastet werdet und eine KI eure Spezifikation, eure
ganzen Dokumente, ganzen Zertifikate und alles schreibt aufgrund Voreingaben und ihr euch konzentrieren könnt auf das Innovative, auf Ideen, auf Konzepte, auf richtig spannende Tätigkeit. Wie findet ihr das? Schreibt es unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf euer Feedback. Ansonsten bis demnächst. Tschüss, Steffen Braun.